Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die automatische Parkbremse von eurem Auto deaktivieren könnt. Dieses Video betrifft also alle Fahrzeuge, die so eine digitale Handbremse haben, die sich dazu noch automatisch anzieht. Da gibt es also auch nochmal einen Unterschied. Und wenn ihr euch jetzt fragt, das sollte doch eigentlich gar nicht so kompliziert sein, ich zeige euch mal, was ich eigentlich meine. Ihr seht schon, die Parkbremse ist gerade im Moment nicht aktiv. Ich kann also jetzt hier ganz normal fahren. Und wenn ich das Auto jetzt parke, also hinstelle und mache den Motor aus, dann passiert Folgendes, man hört es vielleicht ein kleines bisschen, man hört die Motoren hin von der Handbremse und dann leuchtet diese Lampe orange. Das heißt, die Handbremse ist jetzt aktiv. Das Auto befindet sich jetzt sozusagen in einer parkfertigen Abstellposition und das ist durchaus auch sinnvoll, weil das Auto so eben vom Wegrollen gehindert wird. Wenn ihr das Auto nur am ersten oder im P-Stufe vom Automatikgetriebe abstellen würdet, könnte es bei einer Steigung doch ins Rollen kommen und das will man natürlich verhindern mit der Handbremse. Also grundsätzlich eine sehr, sehr sinnvolle Funktion, aber es gibt natürlich auch ein paar Sondersituationen und da fragt ihr auch gerne immer wieder mal nach, wie man das dann entsprechend ausschalten kann und das zeige ich euch jetzt mal. Und so eine typische Situation wäre zum Beispiel, wenn ihr in die Waschanlage fahrt, ihr habt da so Fahrschienen, dann müsst ihr mit dem Auto rein, aber ihr dürft den Motor nicht laufen lassen. Und die hinteren Räder, die sollen sich aber trotzdem in dieser Schiene drehen können. Oder aber ihr wollt das Auto vielleicht für längere Zeit, für einen Urlaub oder für den ganzen Winter irgendwo abstellen und ihr wollt eben nicht, dass die Bremsscheibe mit dem Bremsbelag verklebt. Und dafür ist es natürlich auch ganz sinnvoll. Und ich zeige euch das mal, wie das geht. Und zwar macht ihr das bitte folgendermaßen. Am einfachsten geht, wenn ihr steht. Dann ist es hier so, dass ihr zweimal bitte auf den entsprechenden Startknopf drückt. Ich habe jetzt nicht auf die Bremse gedrückt. Das heißt, bei mir ist jetzt die Zündung an. Dann gehe ich jetzt auf die Bremse und drücke hier den Handbremshebel nach unten. Aber ihr seht schon, ich halte den gedrückt. Dann nehme ich einfach den anderen Finger und mache hier das Auto aus. Und ihr seht schon, jetzt blinkt es hier relativ schnell. Und jetzt ist tatsächlich die Handbremse nicht angezogen und bleibt auch nicht angezogen. Das wäre Variante Nummer 1, wenn ihr also ein bisschen Zeit habt. Das wäre so eher die längere Zeit Parken-Situation. Wenn ihr aber zum Beispiel in eine Waschstraße reinfahrt, dann macht ihr Folgendes. Ihr fahrt also, ich simuliere das nochmal, ein paar Meter in diese Position von der Waschstraße rein, dann steht hier irgendwie Motor ausmachen, dann macht ihr das gleiche, ihr nehmt wieder euren Finger, haltet das hier nach unten gedrückt, macht dann bitte hier den Motor aus, ganz genauso wie gerade auch, blinkt ganz schnell, Handbremse ist jetzt sozusagen nicht angezogen und jetzt könnt ihr hier im Auto verweilen und einfach dann ein bisschen warten, bis ihr dann fertig seid in der Waschstraße. Und dann einfach wieder Motor ganz normal starten. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Ganz wichtig, wenn ihr das Auto dann wieder startet, wird natürlich dann wieder die normale Funktion genommen. Ihr müsst es also nicht irgendwie umprogrammieren oder irgendwas umschalten. Nein, es ist dann wieder im Standardmodus. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt das wie immer unten in die Kommentare rein. Wir versuchen da so schnell wie möglich drauf zu antworten. Und ansonsten nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Drückt auch die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und wir sehen uns dann einfach wieder beim nächsten Video.